Einen ganz wundervollen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Serie von mir, und zwar geht es dieses Mal um Quantencomputer. Quantencomputer sind wahrscheinlich die am meisten erwartete futuristische Technologie, die man sich so vorstellen kann. Ich glaube, danach haben wir auch nicht mehr so viel im Petto, denn KI sind wir jetzt eigentlich schon wirklich voll dabei, da was zu machen, und Quantencomputer sind so das nächste große Ding. Denn mit Quantencomputern kann man wirklich mehr machen als mit herkömmlichen Computern, und das ist das, was wir in dieser Serie machen wollen. Wir wollen uns angucken, warum sind Quantencomputer eigentlich so geil, was können die, was herkömmliche Computer nicht können, und warum sind sie oder wieso sind sie eigentlich überhaupt entstanden und was macht sie eigentlich unique. Und zu guter Letzt wollen wir sogar unsere eigene Quantentechnologie benutzen, um zu programmieren. Also wir wollen wirklich für Quantencomputer schon Software schreiben. Und das geht heutzutage schon, selbstverständlich ist das alles nur simuliert, aber man kann heute schon die Algorithmen für morgen sozusagen entwerfen, damit, wenn wir dann wirklich mit dem aktuellen Stand der Technik noch ein bisschen weiterkommen, damit wir dann auch direkt hergehen können und alles machen können, was man sich so vorstellen kann. Und ja, das Thema ist ein unglaublich spannendes Thema. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, und ja, lasst uns gleich direkt anfangen. Denn wir wollen dieses Mal noch klären, wieso entstehen eigentlich Quantencomputer? Und die Antwort ist, nun ja, spannend, denn eigentlich ist es mehr oder weniger ein ungewollter Nebeneffekt von dem, was wir aktuell schon haben. Und zwar, unsere Schaltkreise werden einfach zu klein. Unsere Prozessoren, das heißt das, was in eurem Handy drin ist, in eurem PC drin ist, das wird einfach mittlerweile so klein von den Schaltkreisen her. Die Dinger werden in 7 Nanometer oder sowas gefertigt. Und da entstehen dann schon fast Quanteneffekte. Und diese Quanteneffekte, die sind eigentlich erstmal was unsere Prozessoren definitiv nicht besser machen, sondern eher schlechter, weil man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass die auch wirklich das tun, was sie tun sollen. Das ist schlecht für uns, aber gut für Quantencomputer, denn nur so können wir die bauen. Ja, das heißt, wir haben uns sozusagen einen negativen Effekt, der einfach durch den technologischen Fortschritt kam, haben wir uns zunutze gemacht und versuchen das Ganze jetzt besser zu machen. Und ja, das Ganze basiert im Endeffekt auf Qubits. Und ich möchte dieses Mal so ein bisschen einen kurzen Anreiz geben, was eigentlich Qubits sind. Wir gehen da im nächsten Video dann noch ein bisschen mehr im Detail drauf ein. Aber wir wollen uns das jetzt mal ganz kurz angucken. Und zwar Qubits sind, Bits wie bei einem Computer, also entweder 0 oder 1, nur eben im Quantenzustand. Das heißt, die können noch ein bisschen mehr als die regulären Bits. Das heißt, wir halten mal fest, Bits sind entweder 0 oder 1 und machen euren Computer sozusagen aus, ja. Jeder Computer, jedes Handy besteht heutzutage aus Bits, die entweder 0 oder 1 sind, und euer Prozessor, das heißt die Recheneinheit eures Rechners, die arbeitet nur genau damit. Und euer Speicher besteht nur aus Nullen oder Einsen. Jede Nachricht, jedes Video, das ihr guckt, ist eine 0 oder 1, beziehungsweise eine Folge davon, ja. Ihr habt dann zum Beispiel dieses Video, was ihr gerade seht, 001, 0001 und so weiter und so fort. Quantenbits, also Qubits, sind ein kleines bisschen mächtiger. Und dazu mal ganz kurz ein Beispiel, das wahrscheinlich viele von euch im Physikunterricht in der Oberstufe gemacht haben. Vielleicht auch nicht. Ich hatte Physik vierstündig. Ich glaube, da haben wir dann auch ein bisschen mehr gemacht. Ist ein relativ bekanntes Experiment. Und zwar ist das ein Laserstrahl, der auf ein Zwei-Gatter-Spalt quasi draufgeworfen wird. Das heißt, diese linke Kugel, die ihr da seht, das soll ein Lichtobjekt sein, zum Beispiel ein Laserstrahl, und hinten kommt dann ein sehr typisches Muster raus, was ihr auf der rechten Seite sehen könnt. Und dieses typische Muster ist vielleicht anders, als man sich das vorstellen würde. Das hat nämlich solche Streifen. Und nicht irgendwie 2 Streifen, sondern mehr als 2 Streifen. Und es ist auch nicht ein durchgehendes Licht, sondern wirklich genau schön gerade definierte Streifen. Und das wirkt erstmal ein kleines bisschen, beziehungsweise sehr komisch, ist aber wirklich wichtig, und das sind eben genau diese Quanteneffekte. Die passieren wirklich nur im absolut kleinsten Raum. So, das heißt, wir haben sozusagen Schrödingers Bit, ja, das sind Qubits, die sind gleichzeitig 1 und 0, oder sie sind irgendwas dazwischen, beziehungsweise sie sind auch etwas dazwischen, ja, darauf gehe ich im nächsten Video noch ein bisschen genauer ein. Die sind also 1 und 0 gleichzeitig, beziehungsweise sie sind sogar 1 oder 0, etwas gleichzeitig, ja. Man kann ein Qubit nicht mit einem normalen Bit vergleichen. Es ist wirklich mächtiger. Sie sind gleichzeitig 1 und 0 und irgendwas dazwischen.
bis hin zur Messung. Wenn wir die Qubits messen, kommt ungefähr bei diesem Experiment hier dem gleich, dass wir hier auf diese Tafel drauf gucken. Wenn wir auf diese Tafel drauf gucken, dann nehmen sie eine ganz bestimmte Form ein. Das heißt, wir schießen diesen Lichtstrahl hier durch dieses Gatter durch, und wenn wir nicht hier nachgucken, wo der Lichtstrahl eigentlich durchgegangen ist, also ob er links oder rechts durchgegangen ist, dann ist er tatsächlich nicht durch eins von den beiden entweder oder durchgegangen, sondern der Lichtstrahl ist durch beide Gatter durchgegangen. Und das wirkt einfach komplett mind-blowing, ja. Das verstehe ich und niemand erwartet, dass man das versteht. Ich glaube, es versteht nicht wirklich irgendjemand, warum das passiert. Aber, oder vielleicht einige Physiker, die Doktortitel gerade machen. Aber das muss auch tatsächlich nicht sein, wenn man Quantencomputer verstehen möchte. Wir müssen einfach nur akzeptieren, dass diese Qubits wirklich 1 und 0 und das dazwischen gleichzeitig sind. Und wenn wir sie messen, dann sind sie entweder 1 oder 0. Also wenn wir sie messen, sind sie wirklich genau 1 oder genau 0. Aber bis dorthin sind sie alles. Ja, alles. Okay, ich gehe darauf im nächsten Video noch ein bisschen genauer ein. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch auf jeden Fall das nächste Video an. Aber ja, wir wollen das auch noch mal ganz kurz mit Schrödingers Katze vergleichen. Und ich glaube, die könnte den meisten ein Begriff sein. Die Katze von Schrödinger, ich glaube, das Experiment kennen sehr, sehr viele von euch. Diese Katze wird eingesperrt in eine Box und dann wird ein Gift quasi in diese Box reingetan, das genau zu 50% tödlich ist. So, und der Quanteneffekt dahinter ist jetzt folgendes. Solange ich die Box nicht aufmache, ist die Katze sowohl tot als auch lebendig. Der Haken an diesem Experiment ist natürlich, dass eine Katze viel zu groß ist, um Quanteneffekte zu triggern. Das heißt, die ist einfach viel zu riesig. Aber wenn diese Katze jetzt mal angenommen wirklich so klein ist wie ein Elektron, ja, also sehr, sehr klein, dann gilt das. Das heißt, die Katze ist gleichzeitig tot und lebendig. Und wenn ich dann die Box aufmache, das heißt nachgucke, was eigentlich mit der Katze passiert ist, dann ist sie entweder tot oder lebendig. Das heißt, sie nimmt einen festen Zustand ein, aber bevor ich diese Box aufmache, ist sie beide Zustände. Wirkt alles komplett bescheuert, ist aber leider, oder zum Glück für Quantencomputer, tatsächlich Fakt. Ja? Und auch wirklich bewiesen, dass das so ist. So, ich habe noch ein weiteres Beispiel für euch, damit es vielleicht noch ein bisschen eingänglicher wird. Nehmt mal einen herkömmlichen Lichtschalter. Ihr könnt euch die lebende Katze bzw. die tote Katze als Lichtschalter an oder aus vorstellen, während ihr euch die sowohl lebend als auch tot als auch das dazwischen Katze als Dimmer vorstellen könnt, den wir nicht beobachten können. Also wir können nicht sagen, was dieser Dimmer da gerade eingenommen hat, ob das jetzt an oder aus ist. Ja? Das heißt, es hat schon quasi die Möglichkeit, dass man nachguckt, aber solange wir nicht nachgucken, ist der Dimmer auf 2,5% an und 5% aus, zum Beispiel. Ja? Also eine Mischung aus allem. So, und diese Qubits, die sind jetzt wirklich mächtiger als reguläre Bits. Ja? Ihr erinnert euch, Bits sind entweder 0 oder 1. Während die Qubits, die sind sowohl 0 als auch 1, zumindest wenn sie nicht gemessen werden. Und das wollen wir uns nochmal genauer angucken, warum die Dinge eigentlich wirklich mächtiger sind. Und dazu habe ich euch mal ein kleines Beispiel gebracht, nämlich das Beispiel eines Labyrinths, das mit Qubits wirklich besser lösbar ist als, wenn wir eben keine Qubits haben, sondern nur reguläre Bits. Ein regulärer Algorithmus macht Folgendes. Der geht wirklich einfach eine Route lang und es wird ausprobiert, ob man mit dieser Route zum Ziel kommt. Und wenn man an eine Kreuzung kommt, dann merkt man sich diese Kreuzung und geht einfach weiter, bis man an eine Sackgasse kommt. Und dann geht man einfach stumpf wirklich jeden Weg lang. So lösen reguläre Rechner aktuell Labyrinthe. Ja? So werden die Dinger tatsächlich gelöst. Das heißt, man braucht sozusagen entweder Glück oder eine gewisse Zeit, bis man das Ding gelöst hat. Ihr seht, man geht hier sehr, sehr häufig in eine Sackgasse rein und diese Sackgasse muss man dann wieder zurückgehen und geht dann bei der Kreuzung eben in die nächste Kreuzung rein, so wie ein normaler Mensch quasi ein Labyrinth lösen würde. Ein Qubit bzw. ein Quantenlabyrinth-Löser sieht ein bisschen anders aus. Das sehen wir jetzt gleich auf der rechten Seite. Ein Quantenlabyrinth-Löser kann wirklich in Echtzeit alle Lösungen ausprobieren. Das heißt, der macht Folgendes, der geht in jede Richtung gleichzeitig. Ja? Das heißt, der biegt nicht einfach rechts ab,
sondern er geht geradeaus rechts und links gleichzeitig. Und dann geht er von dort eben einen Schritt weiter. Und falls dort eine Kreuzung ist, nimmt er alle Wege in alle Richtungen gleichzeitig. Das heißt, im Endeffekt ist das ein Brute Force Algorithmus, den wir laufen lassen können, um alle Lösungen gleichzeitig zu errechnen. Und das macht ihn natürlich deutlich effizienter. Denn wenn wir einen Algorithmus quasi, einen Brute Force Algorithmus schreiben, dann müssen wir wirklich einfach alles ausprobieren. Und das dauert sehr, sehr lange. Ihr kennt das vielleicht von meinen anderen Playlists. Brute Forcing ist etwas, das sehr, sehr viel Zeit raubt. Das braucht man zum Beispiel momentan beim Passwort-Cracken natürlich, ja. Wenn wir irgendwie Hash-Funktionen reversen wollen. Aber auch so Sachen wie, und da kommen wir schon direkt zu den Anwendungsfällen. Also Kryptographie ist natürlich ein Riesen-Anwendungsfall, aber auch in der Medizin. Ich habe vor gar nicht mal so allzu langer Zeit ein Video über ein Tool gemacht, das brute forced, welche oder wie Proteine sich falten, ja. Das bräuchte man dann eigentlich nicht mehr, denn man kann einfach jeden Zustand des Proteins auf einmal simulieren. Und dann schaut man einfach, welcher von diesen Zuständen eigentlich überhaupt möglich ist. Das heißt, bei welchem Zustand funktioniert das Protein, bei welchem funktioniert es eben nicht. Und je nachdem, welcher Zustand dann möglich ist, haben wir sofort die Lösung, wie das Protein in der Praxis gefaltet wird. Und dadurch haben wir eben auch direkt Lösungen für zum Beispiel Alzheimer. Ja? Dann kann man einfach Alzheimer heilen. Man kann KIs trainieren, denn man hat sofort die optimalen Gewichte ausgewählt. Man kann ja einfach alle Gewichte ausprobieren und dann überprüfen, welches Gewicht davon hat eigentlich die beste Erkennungsrate. Das heißt, wir müssen unsere KIs nicht mehr trainieren, sondern wir müssen einfach nur noch überprüfen, welche KI ist eigentlich die beste. Ja? Und so haben wir sehr, sehr schnell, sehr, sehr optimale Lösungen. Und auch was Messages, also quasi Datenübertragung angeht, kann man hier mit Quantencomputern sehr, sehr viel machen, mit noch einem kleinen zusätzlichen Ding, das nennt sich Entanglement bzw. Quantenverschränkung. Das möchte ich euch eben auch noch in den nächsten paar Videos ein bisschen genauer erklären. Gut, das soll es als kleine Einführung gewesen sein. Wir wollen uns hier noch ein paar Videos damit beschäftigen. Allzu viele Videos werden es nicht werden, weil ich natürlich auch kein Physiker bin. Sprich, ich kenne mich mit der Informatikebene darüber aus, aber natürlich nicht mit der Physikebene dahinter. Das heißt, mit den ganzen physikalischen Experimenten, Hintergründen, Gleichungen und so weiter und so fort, da kenne ich mich nur bedingt aus und da bin ich vermutlich der falsche Ansprechpartner. Das heißt, die sind nicht im Scope von diesem Kurs hier, aber wir wollen selbstverständlich dafür noch ein bisschen Quantenprogrammierung machen und ich glaube, das kann euch ein Physiker nicht zeigen. Und in dem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es um Superposition geht. Bis dann, ciao.